Vielen Dank. Zunächst darf ich Ihnen gegenüber meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit Ihnen eine Überlegung zur Theologie des Heiligen Bundes der Ehe anzustellen, wie sie sich im Zusammenhang der Bischofssynode ergeben, die Papst Franziskus einberufen hat, um die pastoralen Herausforderungen gegenüber der Ehe im Kontext der Neo-Evangelisation näher zu beleuchten. Es gibt keinen Zweifel, dass die Familie, die auf der Ehe beruht, die erste Zelle der menschlichen Gesellschaft darstellt, die Wiege des menschlichen Lebens sowie die erste Schule für dessen Wachstum und Entwicklung ist. In diesem Sinn hatte das Zweite Vatikanische Konzil eine althergebrachte Bezeichnung für die Familie in Erinnerung gerufen: Ecclesia Domestica. Die Familie als die Hauskirche stellt die erste Verwirklichung der Kirche in den Häusern der Gläubigen dar, die ihren wahren Ursprung in Ehesakrament nimmt, für deren Verwirklichen ein Mann und eine Frau an der treuen Liebe teilhaben, die fortwährend von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit erschaffen wird. Heutzutage mehr denn je liegt die Familie der Kirche und der Seelsorge besonders am Herzen, denn bereits seit Jahrzehnten findet sie sich angefeindet durch die westliche säkularisierte Kultur. Diese hat den Glauben aufgegeben und zugleich damit auch die Ehrfurcht gegenüber der objektiven Realität der Ehe, wie Gott sie am Anfang erschaffen hat und wie Christus, der einzige Geborene des Vaters, sie zu unserem Heil durch sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung erhoben hat. Die weit verbreitete Erscheinung der sogenannten freien Ehescheidung, die ihre Motivation schlicht im persönlichen Verlieben hat das Zweite Vatikanische Konzil zu Recht ein Jubel genannt. Das ungeordnete Zusammenleben ohne je eine Ehe vor Gott und die Kirche eingegangen zu sein. Die sexuelle Promiskuität, die Akten vor dem ehelichen Akt, welcher der rechtmäßigen eingegangenen Ehe eigen ist, zerstört. Schließlich der Versuch, sexuelle Beziehungen zwischen Personen des gleichen Geschlechts der Einheit des ehelichen Aktes gleichzustellen. Dies sind einige schwerwiegende und bedrückende Anzeichen der gegenwärtigen Situation. Mit Betroffenheit kann man feststellen, dass in der Gesellschaft immer mehr und erschreckend schnell die ganze Bedeutung der Ehe, wie Gott sie in das Herz des Menschen geschrieben hat und wie sie in den Heiligen Schriften geoffenbart worden ist, allen voran in den Worten Christi im Evangelium verloren gegangen ist. Mit anderen Worten, man ist im Begriff, den Sinn der Natur des Menschen selbst zu verlieren, das sich in ganz grundlegender Weise in der Berufung zur Ehe und der Bildung der Familie auf der Grundlage des gegenseitigen und feierlichen Eheversprechens zwischen einem Mann und einer Frau zeigt, sowie ihrer vollkommenen Liebe, vollkommen in der Treue und vollkommen in ihrer Verbindlichkeit bis zum Tod. Die Diskussion auf der Synode.
In diesem Zusammenhang müssen wir die Bedeutung der synodalen Diskussionen dieser Tage verstehen, zwischen der ersten außerordentlichen Versammlung der Bischofssynode im Oktober des vergangenen Jahres und der zweiten ordentlichen Versammlung des Bischofssynode im kommenden Oktober. Die synodalen Diskussionen würden tatsächlich in einen langen Vortrag von Kardinal Walter Kasper vor dem am 20. und 21. Februar des vergangenen Jahres zum außerordentlichen Konsistorium versammelten Kardinale vorweggenommen. Papst Franziskus hatte Kardinal Kasper eingeladen, einen theologischen Vortrag über Ehe und Familie zu halten und dadurch die Diskussion unter den Kardinälen anzuregen. Der Vortrag des Kardinals schloss, indem er die ständige Praxis der Kirche bezüglich solcher Personen, die ohne Urteil der Kirche über die Gültigkeit ihrer bisherigen Ehe nach einer Ehescheidung versuchen, eine einzugehen, in Frage stellte. Die beschriebene Situation wird von der Kirche klassischerweise als eine irreguläre Beziehung bezeichnet. Indem er sich auf eine gewisse Interpretation der Kirchenväter und die Praxis der orthodoxen Kirchen geschiedene Gläubige zu einer Art Zweitehe zuzulassen stützt, hat der Kardinal vorgeschlagen, die immerwährende Praxis der Kirche aufzugeben, wie sie sich aus den Worten des Herrn selbst im Evangelium ergibt und wie sie vom heiligen Paulus bestätigt worden ist. Kardinal Kasper hat immer behauptet, dadurch nicht die Lehre der Kirche von der Unauflöslichkeit der Ehe zu berühren, die eine unüberwindliche Basis in den Worten des Herrn selbst hat, sondern die Disziplin der Kirche zu verändern und eine größere Barmherzigkeit gegenüber denjenigen Personen zu zeigen, die sich in einer irregulären Beziehung befinden. Die Diskussion hat sich dann recht schnell so ausgedehnt, dass sie auch jene Personengruppen einschloss, die von vornherein gar nicht in einer Ehe leben und solche, die sich in einer homosexuellen Beziehung befinden. Der Vortrag des Kardinals ist dann sehr schnell auf Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch erschienen und hat aufgrund seiner radikalen Eigenart sofort eine breite Diskussion in den Medien hervorgerufen. Im außerordentlichen Konsistorium selbst haben zahlreiche Kardinäle die Ergebnisse von Kardinal Kasper zurückgewiesen. Es ist leicht einsichtig, dass der Vortrag vom Kardinal Kasper sowie die Diskussion, die diesem durch seine Stellungnahmen und verschiedenen Orten, wie auch durch seine Interviews in den Medien folgte, nach einer gründlichen und ernsthaften Antwort verlangt. Trotz des Widerspruchs von Kardinal Kasper kann der Bruch mit der immerwährenden Praxis der Kirche in einer Angelegenheit, die so eindeutig in den Worten des Herrn selbst gründet, nichts anderes als eine Veränderung der Lehre mit sich bringen. Gemäß einem grundlegenden Gesetz der Logik kann eine Sache nicht gleichzeitig sein und nicht sein. Mit anderen Worten, entweder sind die Personen, die in einer irregulären Beziehung leben,
an eine andere Person durch die Ehe gebunden und deshalb leben sie nach den Worten des Herrn in Ehebruch, oder sie sind nicht mehr gebunden und dann wäre die Ehe nicht unauflöslich. In diesem Sinn ist es nicht ohne Grund, dass der Vorschläge von Kardinal Kasper, obwohl sie offenbar bei der Bischofssynode im vergangenen Oktober höchste Wertschätzung erfahren haben, wie es die verschiedenen Erklärungen von Kardinal Lorenzo Baldisseri, des Generalsekretärs der Bischofssynode, belegen und wie es nicht weniger deutlich in der Relatio nach der Diskussion der ersten Woche der Bischofsversammlung zum Ausdruck kommt, als eine Revolution in der Kirche angesehen worden. Hier muss darauf hingewiesen werden, dass die Kirche eine organische Wirklichkeit ist, nämlich der mystische Leib Christi, der durch dieselbe Lehre, dieselben Sakramente und dieselbe Disziplin seit der apostolischen Zeit lebt, beziehungsweise welche seit der Einsetzung der Apostel durch unseren Herrn als erste Bischöfe der Kirche gemeinsam mit Petrus, ihr Haupt, dem Prinzip ihrer Einheit und der Einheit der ganzen Kirche existiert. In einer solchen organischen Wirklichkeit gibt es keinen Raum für Revolutionen, ohne gleichzeitiges schwerste Schäden für den Organismus. Man erinnere sich hier an die erleuchtete Weihnachtsstandssprache an die Kurie von Papst Benedikt XVI. Im Jahr 2005 über die Hermeneutik der Reform in der Kontinuität oder der Hermeneutik des Bruchs in der Diskontinuität. Die Antwort der 5 Kardinäle und weitere Gelehrte. Auf diesen Hintergrund haben sich 5 Kardinäle, darunter ich selbst, entschieden, den Vortrag von Kardinal Kasper mit einer gründlichen Untersuchung der verschiedenen Aspekte der Frage nach der Unauflöslichkeit der Ehre zu beantworten. Besonders hinsichtlich der Praxis der Kirche, diejenigen nicht zum Anfang der Sakramente zuzulassen, die einem Widerspruch zu jener ursprünglichen Wahrheit leben, von welcher der Herr sagt, dass Gott die Ehe am Anfang geschaffen hat. Das Buch ist kein polemisches Werk, auch wenn es aufzeigt, dass die Thesen von Kardinal Kasper auf einer falschen Interpretation des Konzils von Nicäa beruhen und er einen unbegründeten Gebrauch der Kirchenväter vornimmt. Darüber hinaus weist das Buch auf, dass die Berufung auf die Praxis der Orthodoxie höchst problematisch ist, sei es vom historischen Gesichtspunkt oder von der aktuellen Praxis der orthodoxen Kirche. Das Buch versucht einfach und mit großer Gelassenheit die Schönheit der Wahrheit über die Ehe zu illustrieren, wie sie während der christlichen Jahrhunderte lange beobachtet werden könnte, auch in Zeiten der Unterdrückung, welche diese Wahrheit in verschiedener Weise anzugreifen suchten und eine gegenteilige Praxis zu etablieren. Das Buch folgt damit einer Einladung des heiligen Papst Johannes Paul II., welcher dieser in seiner apostolischen Exhortation Christi Fideles Laici nach dem Bischofssynode über die Berufung und Sendung der Laien in der heutigen Welt veröffentlichte. Der heilige Papst stellte dieses Dokument in dem Kontext der Neoevangelisierung
wie sie die Situation der Welt, die immer mehr säkularisiert wird, erfordert. Indem sie von der Notwendigkeit der Reinigung der säkularen Kultur sowie ihrer neuen Verlebendigung durch das christliche Leben spricht, hat der Papst festgestellt, wie die säkularisierte Art des Denkens auch in die Kirche eingedrungen ist. So meint er, dass man nicht vorgeben kann, von Neuem die Kultur zu evangelisieren, ohne zunächst die Kirche selbst zu evangelisieren. Der heilige Papst fordert hier zu einer Erneuerung des kirchlichen Lebens auf, in Treue zu Jesus. Jesus, der in der Tradition lebt, als unersetzbaren ersten Schritt für die Evangelisation der Kultur. Papst Benedikt XVI. Hat dann dieselbe Situation in seiner Weihnachtsansprache an der römischen Kurie von Dezember 2010 aufgegriffen und unterstrichen, wie sehr ein gewisser Relativismus bereits an das Denken bestimmter katholischen Theologen eingedrungen ist, besonders in die Lehre verschiedener Moraltheologen. Man sieht die gleiche Erscheinung im Versuch, die heilige Liturgie auf einer rein menschlichen Ebene herabzusetzen, anstatt in ihr die Aktivität der glorreichen Christus hier auf Erden anzuerkennen. Wie der heilige Papst Johannes Paul II. Hat auch Papst Benedikt XVI. Dazu gemahnt, unsere Verantwortung für direkte Bildung unseres Gewissens nach der gesunden Lehre zu erfüllen, damit die immerwährenden und wesentlichen Fundamente der moralischen Handlung von Neuem für die Völker unserer Zeit vernehmbar und verständlich werden als Weg der wahren Menschlichkeit. Diese neue Evangelisation der Kirche selbst ist, wie er selbst es sieht, ein grundlegender Ausdruck unserer Sorge für das Gut unserer Nächsten, für das Gut unserer Gesellschaft. Die 5 Kardinäle hatten beschlossen, auf die von Kardinal Kasper veröffentlichten These zu antworten und so den Synodenvätern eine grundlegende Hilfe vorzulegen, welche die Lehre und die Praxis der Kirche darstellt, die Bischofssynode als eine eigentümliche Aufgabe hat, und dem Papst zu helfen, die Lehre der Kirche vollständig zu verkünden. Vor allem aber wollten wir die Gegenstände der aktuellen Diskussion der Bischofssynode auf das sichere und notwendige Fundament des Lehramtes emporgehoben wissen. In dieser Hinsicht sind wir uns der Arbeiten der Bischofssynode von 1980 besonders bewusst, welche dem heiligen Papst Johannes Paul II. Darin beistand, von Neuem die Lehre über Ehe und Familie in seiner nachsynodalen apostolischen Exhortation Familiaris Consortio zu verkünden. Tatsächlich ist auch der erste Teil des Namens des Buches, das die Frucht unserer Arbeit ist, in der Wahrheit Christi bleiben, direkt der Nummer 5 derselben Exhortation entnommen, die ich Ihnen gerne kurz zitiere. Aufgabe des apostolischen Amtes ist es, das Bleiben der Kirche in der Wahrheit Christi zu gewährleisten
und sie immer tiefer darin einzuführen. Die Hirten müssen deshalb den Glaubenssinn in allen Gläubigen fördern, die Echtheit seiner Ausdrucksformen verbindlich abwägen und beurteilen und die Gläubigen zu einer immer reiferen Unterscheidung im Licht des Evangeliums erziehen. Indem wir die Studien, die das Buch zusammenführt, vorlegen, wollten wir zugleich eine Art Kompendium schaffen, das die Lektüre der Artikel begleitet und das aus gewählten Texten des Lehramtes über Ehe und Ehescheidung sowie über den Glaubenssinn als Fundament der gegenwärtigen Diskussion über die Ehe besteht. Die 5 Kardinäle, die zu dem vorliegenden Band beigetragen haben, suchten auf die Hilfe von Spezialisten in verschiedenen Schlüsseldisziplinen, darunter seine Exzellenz Erzbischof Cyril Vasel aus dem Jesuitenorden und dem orientalischen Ritus, ist Experte für die Praxis der orientalischen orthodoxen Kirchen. Pater Paul Mankowski, ebenfalls Jesuit, ist Exeget. Und Professor John M. Rist, ein bekannter englischer Wissenschaftler für die Lehre der Kirchenväter. Weiters haben wir die Hilfe des hochgelehrten Paters Robert Dodero, Augustiner und Präsident des Patristischen Instituts Augustinianum in Rom, als Herausgeber des Bandes gewinnen können. Über seinen großen Beitrag als unermüdlicher Herausgeber eines Buches von solcher Bedeutung in 5 Sprachen in einer dazu recht kurzen Zeitspanne hinaus, hat Pater Dodero zu den Studien des Bandes in sehr wertvoller Weise beigetragen. Er hat eine Zusammenfassung aller Artikel des Buches diesem vorangestellt, um den Leser hinsichtlich der Auswahl der für ihn besonders wichtigen Artikel zu orientieren, und er hat das bereits genannte Kompendium der lehramtlichen Texte über Ehe und Ehescheidung und dem Glaubenssinn im Hang, Auszüge aus den ausgewählten lehramtlichen Dokumenten zusammengestellt.